Ich bin auf dem Amphi-Festival unterwegs und war gestern und heute hier im Backstage. Hab geschaut, wen ich so treffe, mit wem ich ein bisschen quatschen kann und es war ziemlich lustig. Also habt viel Spaß beim Video und ich kann es nur wärmstens empfehlen, kommt alle aufs Amphi. Ich bin hier mit Marc Benecke. Seit wie vielen Jahren moderierst du das Christian, Amphi schon? Weiß keiner mehr. Ich war beim allerersten Amphi-Festival schon als Gast dabei, so als schüchterner Goth-Boy. Das ist schon einige Zeit her. In Gelsenkirchen war das, ja. Das heißt, du bist der alte Szenehase, der immer überall ist und alles weiß, jeden kennt? Jemand kennt mich, ich kenne jemanden. Eigentlich bin ich nur ein kleiner Fanboy, der durch Zufall hier reingeschneit ist und jetzt Backstage rumlaufen darf. Aber eigentlich gehöre ich nach da draußen. Bist du lieber selbst auf der Bühne für eine Lesung oder als Moderator, um die anderen anzukündigen? Also als Moderator ist halt so, da kannst du ein bisschen rauskriegen, haben die Bands überhaupt Bock angesagt zu werden, was wollen sie gerne hören und so. Die werden auch entspannt im Laufe der Jahre, das ist ganz interessant, sie werden entspannter. Wenn du selber auf der Bühne stehst, musst du dich halt ein bisschen mehr konzentrieren. Als Moderator kannst du ziemlich viele Faxen machen. Okay, ich höre schon raus, du bist einfach hier, um Spaß zu haben und weil du es lustig findest. Amphi oder WGT? Kannst du nicht vergleichen. Das WGT ist halt echt das Ostfestival in dieser riesigen Agrarhalle, in diesen super vielen kleinen Clubs, wo wirklich ohne Scheiße der Schweiß von der Decke tropft, aber wirklich jetzt, also ernst gemeint, kein Witz. Und hier ist es alles so ein bisschen in der Stadt und zivilisierter und an nicht so vielen verschiedenen Orten. Es gibt kein Alkohol Backstage, außer du bestellst den extra und so. Ah, okay, ja. Danke für den Tipp. Also ich finde beides gut. Okay. Wie lange machst du den Job jetzt noch ungefähr, abschätzungsweise? Wie Roland Kaiser, wie Howard Carpendale, wie alle, solange das Publikum es möchte. Wie Thomas Gottschalk, solange das Publikum es möchte. Dann viel Spaß, was moderierst du gleich an? Als nächstes kommt Welle Erdball, Leute. Eine super, mega geile Band, ohne die es die Szene meiner Meinung nach in der Form gar nicht so geben würde. Und die spielen heute im Innenraum und ich dachte, sie mögen das nicht. Das war so ein Vorgespräch. Dann habe ich im Vorgespräch gefragt, soll ich da was zu sagen? Findet ihr das doof? Und der so, ne, super geil, haben wir darauf gewartet seit 10, 20 Jahren. Also alles ich habe die letzte Jahr auf dem Schiff gesehen, auf der Pre-Party tatsächlich. Auf dem Schiff, auf der Pre-Party. Ich habe den Hanni auch schon mal gesehen, da ist er einmal beim WGT irgendwie nicht aufgetreten. Da hat er mit so einem, gibt es hier noch iPod Nano oder sowas? Hat er den einfach eingeplackt. Oh, hello. Das ist Spock, die Band Spock. Und hat dann einfach in irgendeinem Absinthaladen ist er dann aufgetreten und so ist er dann beim WGT trotzdem aufgetreten. Ja, cool. Dann vielen Dank und viel Spaß gleich Dankeschön. beim Arbeiten. Und wenn ihr ein iPod Nano gewinnen wollt, dann ruft an 0800 Amphi Festival. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hi Chris. Hi Sophie. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr steht später mit Lord of the Lost noch auf der Bühne. Ja, genau, in 5-6 Stunden. Okay, und ich habe jetzt einen kurzen Slot fürs Interview. Vielen Dank. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen bitte. Da bin ich ganz schlecht drin. Ich versuche alles. Deswegen kurze Fragen, kurze Antwort. Ja. Festival oder Club-Auftritte? Heute Festival, weil ich immer davon ausgehe, was an dem Tag gerade für mich wichtig ist. Lieber Jet-Set-Tour-Leben oder zu Hause? Zu Hause. Zu Hause? Ja. Bist du jetzt mittlerweile, hast du genug vom Touren? Oder? Nein, immer zu Hause. Ich liebe den Moment auf der Bühne. Das ist super, aber dieses ganze Reisen drumherum und von zu Hause weg sein und den ganzen Tag warten und alles ist immer chaotisch, das ist nicht meins. Okay. Ich liebe Musiker zu sein, aber in dem Moment auf der Bühne. Alles andere drumherum brauche ich nicht. Okay. Wer ist der bessere Bundespräsident, Icke Hüftgold oder Marc Benecke? Marc Benecke auf jeden Fall. Also nichts gegen Icke, ne? Wir haben uns gut verstanden, sorry Icke, aber Marc Benecke, ja. Guck mal, ich habe doch sogar ein M für Marc tätowiert. Oh, echt? Guck mal. Scheiße, nee, wo ist der hässliche Delfin? Ich habe mit Marc irgendeine blöde Wette mal gehabt. Hier, da, das hat Marc hier selber rein tätowiert, das M.
Und das ist der kleine Delfin, das ist unser Partner-Tattoo. Er hat auch so eine blaue Banane. Oh. Ja. Gestern hat er überlegt, ob er sich meine Unterschrift tätowieren lässt. Ich muss ihm aus dem Hals signieren mit seinem Füller. Also, solange es nur auf dem Hals ist, dann ist alles genau. klar. Gut. Wer macht denn bei euch die Outfits? Ganz verschieden. Ich habe zum Teil nähe ich die auch selber. Ich bin ja Waldorfschüler und weiß, wie ich mit einer Nähmaschine umgehe. Aber das habe ich jetzt seit Jahren nicht gemacht. Die Frage ist, welche Outfits? Hast du irgendwelche speziellen? Weil wir So generell. Ihr habt ja dauernd was anderes an. Ich sehe das genau. ja. Also wir arbeiten zum Beispiel diese ganzen schwarzen Klamotten, die wir jetzt häufig anhatten, auch beim ESC, roter Teppich und so. Es ist Minoir. Das ist eine sehr coolische, bulgarische kleine Firma. Und das meiste ist aber tatsächlich zusammengestellt von, keine Ahnung, Orsay Mädchenabteilung bis hin zu Zara, meistens Frauenabteilung tatsächlich. Nimmst irgendein Kleid, denkst, das glitzert cool, schneidest unten ein bisschen was ab, hast ein cooles Oberteil. Ja, geil. Legst du die dann fest und sagst den anderen, was sie anziehen sollen, oder darf das schon jeder selbst entscheiden? Prinzipiell darf das jeder selbst entscheiden, aber manchmal mache ich ein Konzept, ein generell optisches für bestimmte Auftritte. Aber wir sprechen natürlich immer drüber. Es ist nie so, dass ich sage, du ziehst das jetzt an, das mag ich nicht, doch. Sondern es soll natürlich, jeder soll sich wohlfühlen. So, und dann, aber es ist ganz unterschiedlich. Aber wir haben es irgendwie geschafft, uns aneinander ganz gut selber so anzupassen. Das ist ganz witzig. Das ist so ein Eigenleben. Was ist dein Lieblingsoutfit dann im Moment? Oder dein Lieblings... Ich stehe gerade generell total auf Lack tatsächlich. So. Und ich weiß nicht, ich habe das jahrelang, fand ich das überhaupt nicht interessant. Und ich habe auch gar keinen ausgewachsenen Latex-Fetisch oder so. Aber ich finde, es sieht auf der Bühne einfach so unglaublich cool aus. Gerade in dem Scheinwerferlicht. Also ich mag Lack auf der Bühne gerade sehr. Hat man ja auch beim ESC gesehen. Ja. War auch roter Lack. Ja. Ich habe auch das Video das erste Mal gesehen und dachte ich, was hat der an? Das ist ja auch eigentlich das ist auch eigentlich mein ESC-Oberteil, was ein bisschen umgenäht wurde. Ja, das habe ich teuer auf eBay gekauft. Nee, wir hatten für den ESC tatsächlich eine Designerin, Corinna Mikschel aus München. Die haben wir quasi gecastet. Wir haben für diese ganze Blood and Glitter-Ära vor dem Album haben wir einen Aufruf gemacht. Wir suchen eine Designerin, die Lord of Lost kennt und versteht. Und wir wollen was Neues probieren. Wir haben gesagt, wir wollten ja so ein Glamrock-Album machen. Ja, und dann haben wir das mit ihr entwickelt. Haben ihr gesagt, was wir wollen, was wir nicht wollen. Dann hat sie das typische Zeichnung gemacht und dann haben wir uns dann so angepasst. Ja, cool. Genau. Wie viele Schminktutorials auf YouTube habt ihr geschaut, um euer Bühnen-Make-up zu machen? Keine einzige. Kein einziges? Ist einfach Trial and Error oder wie ist das passiert alles? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt 43. Wann habe ich angefangen, mich zu schminken? Vor 30 Jahren. In der Schule das erste Mal so mit Eyeliner probiert, vor 28, mit 15 oder so. Es kommt irgendwann so. Also tatsächlich nie. Manchmal ist es tatsächlich aber manchmal so, dass man irgendein Foto sieht. So denkst du, wow, das ist cool. Oder du guckst was wie Germany's Next Topmodel und siehst dann so diese krassen Make-up-Artists und denkst, wow, das ist cool. Das ist dann schon inspirierend. Aber wir haben noch nie nach einem Make-up-Tutorial jetzt irgendwie was gemacht. Und wir haben natürlich bei den ganz großen, wichtigen Auftritten haben wir auch Hilfe. Also beim ESC hatten wir 5 Make-up-Artists. Ja, 5? Ja, jeder okay, einen. Ja, jeder eine. Den ganzen Tag, weil es ja ja alle 2 Minuten muss. Wahrscheinlich, wenn du es nicht selbst machen musst. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, das ist Fernsehen. Beim Fernsehen ist ja nochmal, du siehst ja alles. Es muss ja alles perfekt sein, für jede Sekunde. Und, Klar. Vielen Dank. Danke, wir sehen uns Wacken und wir sehen uns Wacken auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, hoffentlich. Ne? Nächstes Jahr. Und ich sehe euch später auf der Bühne und viel Alles Spaß klar. noch. Gut, danke. Ciao. Ciao. I just saw you guys on stage with Comic Rise. How was it? First impression after the show? Where was that? No, no, it was good. It was great. It's good to be back here. I mean, this is the first time we do a fully electronic show at Amphi, I think. So yeah, it was great. It was fun. It was a fun show.
why did you decide to like go back to the electronic sets? I've been curious about that because I've seen you with a whole band and guitars, and now it's just the two of you. For it's 20-year anniversary. Yeah. So we kind of just go back and do some of the old stuff we never. Well, we do some of this song, of course, with the full band, but it was just cool to do something for ourselves and for the fans for the anniversary, you know. But I have to say, I'm kind of missing Eric. Like I met him on Malta, and he was really fun. And I'm like, "Are you here too?" And he was like, "No, I'm not." And I was like, "Okay, I'll take you guys then." Yeah, you know, we're going back on tour again in September, October with the full band, and then everybody's gonna be back together. And we miss the guys too, you know. But for now, yay! This is just fun to do something for us, and it's fun, it's simple, it was how it used to be, and that was the whole point of the anniversary tour, was just to do something more down to earth and different than what we're used to now. Okay. But now we're all looking forward to go with a full band and production again and play new songs, and it's just a very different energy, you know. So this is more dancey and more EBM and dance stuff in it, and it's fun, but you know, I miss the aggressive, heavy stuff. So we'll get there. This is the first. Nod your head. No, yeah. This is the first interview I'm doing in English because all the other bands have been German. Yeah. What do you like about the German festivals? Why do you keep coming back? Is there any other festivals in Europe really, except for Dark Malta? Yeah, I mean, on Malta I saw you too with Icon of Coil. Yeah. Mm-hmm. And what else is there? I think there was one in the Netherlands and in Belgium or something like that. Yeah, maybe. It used to be so many festivals in Belgium as well, but there hasn't really been. You're forgetting to nod your head. No, but what's your favorite thing about Germany and German festivals? I mean, I used to live here for a while. I lived in Hamburg for 3 years, and you know, this is kind of where the band started some way, you know, like I started the band living in Germany. A lot of the stuff that I wrote was from the first album was when I lived in Germany. Well, all of it when I lived in Germany. So I kind of know the scene the best from Germany, you know. So you have a special connection. Yeah, special connection. Yeah. It's kind of like where Combichrist was born, you know. So the promoters are all family too. Like know them for I feel this like the whole scene is a big family here, and everyone knows each other, and everyone's like, "Hey, good to see you." Everybody working this festival is like family to us, you know. So we're drinking Steve Nagavi's vodka. Yeah, exactly. Yeah. What? I mean, family. See. Did he give it to you himself, or did you just find it here? Sure. It was passed on to us from Steve. Yeah. No, Steve is a very good friend of mine too. Actually. Yeah, he was in Malta too. So. Yeah. No, it's like I said, we're all family, and I mean, Lord of the Lost is on stage now. It's, you know, again, family. Hamburg-Stiege. Yeah, Hamburg. Yeah. Hamburg-Stiege. Yeah. Nice. Yeah. He used to live in Hamburg. I live in Hamburg. They are from Hamburg. Yeah. No. So that's why it was just one big. I was about to say happy. It's not always happy family, but it's one big. We're Gothics. We don't family. be happy. We're not one big sad family. Miserable. So yeah, so it's a special connection to it, and I don't think I spent much time in Germany over the last 20 years where I haven't been touring. To be honest, I mean, of course I've been doing some off days, and you go walk around and you do stuff, but most of the time we spend here is touring, and but that is our connection here. That is our family here. How good is your German then? Schlecht. Schlecht. Die Grammatik ist scheiße. Ja. Ich verstehe es alles, aber. Okay, at least you understand it, so that's cool. All right. Thanks for taking the time. Oh, my pleasure. Thank you. And I'll see you. I don't know. Where are you heading next? Home. Home. Yeah, I'm going home tomorrow. You know, I live in the U.S., Vegas, and so we're going home tomorrow. My girlfriend and I are traveling back with Lufthansa again. Lufthansa. Lufthansa.
They lost your luggage. I know. Yeah, I lost my luggage. I know. God damn it. Germany knows. Yeah. We're coming back. You're coming back. When's Yeah, your we're next coming Germany gig? Or We are starting September 24th, I think, yeah, something like that. End of September and October with Megahertz. right. Yeah, and all over Europe. And then there will be a little time off working on a new album. Now I have to finish it because I said it. You do. I have it on record here. Yeah, I know. I'll send it to you like God weekly. damn. Like there you said it there. Yeah, no, it's about time. It's about time. I never force, I just never force writing a new album. Right. So it have to be the right time. And we have, Elliot and I have been writing. I don't know how. It's a lot of songs. So we would just kind of have to go through everything and kind of dial in what we want to finish. That's really. It's been more like a philosophy session of like, what is a good song? What is a good song? What is a good song? Okay, What is a good song? I'm looking forward to that then when it's going to be released. Okay, thanks. My pleasure. See you. Bye. Every day the brain does the same. A signal says it's all okay. We know it's not, it's all that we got. We're still alive, forgot how to live. Trying to hang on to this world. Ja, cool. Letzte Frage. Ich Schon finde letzte? Oh. Ja. Dann habe ich jetzt 4 Minuten Zeit für eine Oh, Frage. Geil. Geil. Ja. Da muss ich mir noch 5 andere Okay, und überlegen. ich rede ganz langsam Ja. und philosophiere ganz Okay. Ich finde es super, was ihr für die Szene macht und dass ihr auch jetzt mal nach außen gezeigt habt, hier unsere Szene, die ist cool. Was würdest du unserer Szene, unserer Gothic-Szene mitgeben wollen für die Zukunft? Ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich habe ein bisschen Angst, dass alles zu alt wird und zu... viel. Ja, also das Problem ist eine gute Frage fürs Ende, weil da kann man lange drüber sprechen. Und das Ding ist ja erstmal, wir sind ja in vielen verschiedenen Szenen zu Hause. Wir sind ja auch irgendwie in der Metal-Szene. Genau, wir ich sind, sehe euch auf Wacken nächste genau, Woche wir sind, wieder, ne? wir sind auch irgendwie Mainstream, wir sind auch irgendwie Glam, fühlen uns auch total zu Hause auf jedem Christopher Street Day. Und da kommen wir tatsächlich zu dem, was ich sehr gut finde, was aber für viele ein Problem ist. Denn wenn du als Teil einer Szene nicht nur Teil dieser einen Szene bist, dann ist das häufig ein Problem. Und jede Szene kommt auch mit einem gewissen Dogma und gewissen Regeln und Do's und Don'ts. Ja. Und da kommen wir zu genau dem Problem, dass sich viele, und das ist nicht nur in der schwarzen Szene so, sondern auch bei Metal und auch bei Rap und egal wo, sobald du zu weit draußen, auch woanders unterwegs bist du im schlimmsten Fall ein Szeneverräter oder du bist halt nicht true oder du gehörst nicht wirklich dazu und es wird zu doll vermischt und aufgeweicht und wir sind nicht mehr nur unter uns und so. Und ich muss sagen, das ist natürlich typabhängig, aber ich habe mich nie wohlgefühlt mit diesem nur wir so unter uns, weil das grenzt auch immer alles andere ab und ich fühle mich jeden Tag anders und guck mal, ich sitze jetzt hier gerade mit Schlabbersachen und trage mit großem Stolz irgendwie meinen missglückte Welt-Hoodie hier von Swiss und die anderen, die ich produziere. Darf ich sowas als Sänger jetzt habe ich gegengefasst, darf ich sowas als Sänger einer Gothic-Metal-Band, eine Punk-Rap-Truppe produzieren? Da komme ich schon zu der Frage, ist das jetzt noch true? Ist das noch true? Das heißt, ist was das ich Punkrock? genau, super, der Song, ist das noch Punkrock? Genau, Punk, genau das Gleiche. Und die haben genau das Problem. Swiss und die anderen sind auch genau auf dieser Grenze zwischen Mainstream und Underground und das sind die gleichen Diskussionen in jeder Szene. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn alle sagen, wir wollen doch gerne empathisch behandelt werden, verstanden werden und irgendwie, obwohl wir Außenseiter sind, trotzdem akzeptiert werden. Da muss man diese Akzeptanz auch im Inneren zulassen. Ich glaube, es kann sich eine Szene nur entwickeln, wenn man sich nicht dem verschließt, was neu ist. Und ich habe noch 2 Minuten. Ja. Das Ding ist nämlich, was man ganz häufig hört, ist dieses Ding, Gothic-Szene hat keinen Nachwuchs, Metal-Szene hat keinen Nachwuchs. Ja. Oder einfach die Zuschauer halt auch. Ne? Wenn Ja, du dich auf dem Festival, auf dem Klassischen umguckst, muss ich leider sagen,
Also es wird gefühlt immer älter, vor allem auf dem WGT habe ich es wieder Ja, gemerkt. und das ist genau das Ding, wenn du halt einfach sagst, wir wollen doch aber eigentlich nur Sisters of Mercy und The Cure. Und dann kommen neue Bands, die sind vielleicht so, dann heißt es, nee, das ist eine Kopie. Dann kommen aber Bands, die sind ganz anders, versuchen frischen Wind in die Szene zu blasen. Und dann heißt es, das ist aber nicht wie The Cure. Und da kommen wir halt zum Problem. Und da ist es dann vielleicht so, dass vielleicht, wenn das alles zusammenbricht, entsteht vielleicht dann irgendwann mal die schwarze Szene 2.0 aus sich von alleine heraus. Wir können es Wer nur weiß. hoffen. Ja. Wir können es nur hoffen. Genau. Okay. Deshalb, also ich würde mir einfach Offenheit wünschen und nicht den Spaß an der Sache verlieren, weil wir tragen ja nicht schwarz, weil wir alle sterben wollen und so unglücklich sind, sondern weil wir uns so wohlfühlen, weil das ein positives Gefühl ist. Ich habe tatsächlich gerade einen Song darüber geschrieben, über dieses Schwarztragen für unser nächstes Album, irgendwann 2025. Wo es genau eben um diesen, man kennt das alles auch von Shirts, ne, dieses Black is my happy color. So, und was ich damit sagen möchte ist, auch wir hier in der schwarzen Szene, wir sind doch hier, um Freude zu haben. Ja, und eigentlich Freude hat schon. auch ganz viel mit Offenheit zu tun und sich nicht nur, also das ist nicht so mein Ding. Ich würde mir Offenheit wünschen. Alles klar. Und das, aber darfst du denn überhaupt auf dem Wacken unterwegs sein, 70.000 Tons of Metal, wenn du jetzt hier auf ein schwarzes Tja, wer Festival weiß, bist? ich mach's halt einfach, ne? Ja, genau, du machst es. mach's einfach. Aber wirst du mit sowas konfrontiert, dass du zu doll zwischen den Stühlen herumspringst? Tatsächlich weniger, weil ich ja dann doch hauptsächlich auch in der Fashion-Szene unterwegs Ja, bin, videomäßig das und ist so, ja ne? noch Das- viel schlimmer. Also. Ja, aber ich habe da so die Nische gefunden scheinbar. Siehst du, du bist nämlich du bist gar Ja, nicht ich bin true, gar du bist hier nur wegen nirgendwo. Mode. Ja, genau. So, ja. Nee, also es ist eine interessante Diskussion. Ja. Also du musst dich natürlich darauf einstellen, dass bei dir vielleicht auch mal so Kommentare kommen und das vielleicht auch. Tatsächlich habe ich wenig Probleme mit negativen Kommentaren. Das ist meistens sowieso Neid. Also was ich, das Wichtigste, was ich gelernt habe, das vielleicht abschließend von mir, ich habe 5 Sekunden überzogen, ist, alles, was du an negativen Kommentaren bekommst, sagt eigentlich nur was über die Kommentierenden aus, aber nicht Ja, über dich. sowieso. So, jeden insofern Fall. ist das auch egal. Alles klar. Vielen Dank.